Habt ihr Lust auf richtig fluffig weiche Osterhasen? Jetzt passend zu Ostern, dann zeige ich euch, wie ihr diese süßen kleinen Kerlchen mit Hefewasser ganz einfach selber machen könnt. Hallo, hier ist Emma, Emma Magians. Herzlich willkommen hier auf meinem Hefewasserkanal. Heute heißt es wieder Hefewasser für alle, alles was dein Gebäck begehrt. Der Teig ist super einfach. Ich habe hier 500 Gramm Mehl, ausnahmsweise mal Weizen. Dazu gebe ich jetzt noch ein bisschen Zucker. Nicht wundern, ich habe wieder die doppelte Menge genommen. Dann noch ein bisschen Salz. Dann darf natürlich kein Hefewasser fehlen. Das ist selbst hergestellte Hefe. Wie man die ganz einfach und bekömmlich, ganz lecker selber macht, verlinke ich euch oben rechts unter dem i. Dazu gibt es jetzt noch ein bisschen Milch. Ich habe jetzt hier Pflanzenmilch genommen. Ihr könnt selbstverständlich auch ganz normale Kuhmilch verwenden. Und dann noch ein bisschen Pflanzenöl. Das können die Nicht-Veganer auch gerne mit Butter austauschen. Dazu habe ich hier meinen Lievito Madre. Wie man den normal und in Turbo in nur 1,5 Tagen herstellt, das verlinke ich euch mal oben rechts unter dem i. Das ist ein milder Sauerteig, der auch bei süßem Gebäck super funktioniert. Dazu noch meine selbst hergestelltes Vanilleextrakt, auch oben rechts unter dem i, wie das funktioniert. So, dann rühre ich das Ganze durch. In der ersten Minute immer auf der untersten Stufe. Und danach, je nachdem, was für ein Mehl ihr verwendet, bei Dinkelmehl 5 bis 8 Minuten wird der Teig geknetet, bei Weizenmehl 10 bis 15 Minuten. So sieht er dann fertig aus und ich decke das mit meinem Bienenwachstuch ab. Und wenn euer Bienenwachstuch, falls ihr eines verwendet, nicht mehr so gut hält, verlinke ich euch oben rechts unter dem Mail auch nochmal eben, wie man das ganz einfach selber auffrischen kann. Super einfach, ganz leicht und lohnt sich sehr. So, einen halben Tag später, nicht erschrecken, manchmal kann es auch ein bisschen länger dauern, ist der Teig schön aufgegangen. Das reicht mir hier völlig aus. Und ich habe den jetzt schon mal halbiert, weil ich ja die doppelte Menge gemacht habe. Aus der einfachen Menge bekommt ihr 8 Osterhasen raus und das ist super einfach. Ihr braucht keine extra Ausstechform oder irgendwas und ich zeige euch, wie ihr sie wirklich ganz einfach nochmal dekorieren könnt. So, ich forme mir den Teig jetzt hier einmal schön rund und mit Hilfe meiner Teigkarte steche ich mir jetzt erst einmal 8 Teiglinge aus. Erst einmal hier in der Mitte. Der Teig war vorher im Kühlschrank, deswegen ist er bei mir ein bisschen fester, bitte nicht wundern. So, und aus den Hälften steche ich jetzt nochmal ungefähr 8 gleich große Stücke raus. Also nicht ungefähr 8 Stücke, sondern 8 Stücke, die ungefähr gleich groß sind. So. Und ich freue mich. Ich habe euch ja schon mal ein Osterhasen-Rezept gezeigt. Ich verlinke euch am Ende des Videos auch nochmal die Osterhasen bzw. Die Oster-Playlist. Und da sind die auch mit bei. Diese Variante finde ich noch ein bisschen einfacher, gerade für diejenigen, die neu anfangen. Wenn ihr kein Lievito Madre habt, könnt ihr den tatsächlich komplett einfach weglassen. So, dann forme ich mir die Stückchen hier jetzt erst einmal ein bisschen rund, lege sie zur Seite, damit sie noch mal kurz entspannen können. Dadurch bewirke ich, dass ich danach die Osterhasen viel einfacher dann formen kann. So, schön zur Seite legen. Und ich habe auch dann gleich schon den zweiten Teig fertig gemacht. Und ich kann euch sagen, die sind wirklich super schnell weg gewesen. Die sind doch einfach lecker und ich finde, die sind so süß geworden. So, ein Drittel schneide ich hier ab. Ein bisschen Mehl braucht ihr tatsächlich, weil der Teig ein bisschen klebrig ist. Und das größere Stück aus 2 Drittel des Teiges, das forme ich mir jetzt wieder zu einem schönen runden Brötchen und werde das später auch noch mal ein bisschen oval formen. Das ist optional, je nachdem, wie ihr eure Hasen haben wollt. So schön rund formen. Achtet darauf, dass die untere Seite schön verschlossen ist, so wie hier. Packt ein bisschen Mehl drauf, aber nicht zu viel, denn sonst bleiben die Ohren später nicht dran kleben. Da nehme ich mir jetzt hier einfach diese kleinen Stückchen, die ich hier nochmal halbiert habe, rolle sie so ein bisschen in der Hand und es ist wirklich total einfach. Ihr seht es, das ist kein großer Aufwand und gerade zu Feiertagen ist es ja so, dass man viel Stress hat wegen dem Kochen und dem Backen und den Gästen. Da ist es doch schön, dass es hier so ein einfaches Rezept gibt, was ihr einfach nachbacken könnt. So, also hier noch einmal ganz kurz das Stückchen Teig, einmal 1 Drittel, einmal 2 Drittel. Das kleinere Stück wird nochmal halbiert.
das größere Stück einfach rund geformt. Achtet darauf, dass da unten, wo der Schluss ist, nicht zu viel Mehl ist, weil sonst verschließt es sich später nicht. Und sollte es nicht zugehen, das zeige ich euch jetzt hier, dann knipst es einfach ein bisschen zu. So, und dann habe ich das jetzt bei einigen Stückchen so gemacht, dass ich die Brötchen ein bisschen ovaler geformt habe und auch hier wieder die Öhrchen ein bisschen so formen, so länglich. Könnt ihr auch auf der Arbeitsplatte machen. Wenn ihr Kinder oder Enkelkinder habt, können die euch natürlich dabei helfen. Die haben dabei großen Spaß daran. So, ein Ohr, 2 Ohr. Guckt, dass der Schluss immer nach unten zeigt. Kopf drauf und ab aufs Backpapier. Dort habe ich sie noch mal für ein paar Minuten ruhen lassen, so circa 10 bis 15 Minuten. Und dann noch mal platt gedrückt. Die Öhrchen habe ich in der Mitte mit dem Finger einmal zugedrückt, dass da so eine kleine Kuhle entsteht und die Brötchen noch mal ein bisschen flach. Wenn ihr zu lange Nägel habt oder das nicht so gut hinbekommt, dann könnt ihr auch wie ich hier ein Besteck nehmen. Ich habe jetzt das Messer genommen und könnt da diese Kuhlen mit hineinmachen. Also wirklich super einfach. Ich habe, wie gesagt, das mit dem Finger, das klappte bei mir. So, hier noch einmal schön mit dem Patschehändchen. Aber auch hier, wenn ihr Kinder habt, die haben da großen Spaß dran. So, dann habe ich hier ein Ei mit Pflanzenmilch. Die Veganer unter euch lassen einfach das Ei weg. Das sorgt im Prinzip nur für die Farbe. Das ist nicht so dramatisch. Ihr habt ja den Backofen, der da auch nochmal für sorgt. So, einmal kurz gut geschüttelt. Dann habe ich jetzt gleich meinen Pinsel. So, übrigens die genauen Zutaten, die Mengen und alles findet ihr auch nochmal unten unter diesem Video verlinkt und ich freue mich schon auf eure Kommentare. Teilt dieses Video, wenn es euch gefällt und ihr wollt, dass andere das auch noch nachbacken. Und wenn ihr selber diese Köstlichkeiten macht, schickt mir die Bilder auf Instagram und auf Facebook. Verlinkt mich da einfach über Emma Magians oder Emma Backt. Ich freue mich immer riesig über eure Kunstwerke. So, und auch hier schön im Ablauf. Die Hasen gehen übrigens bei Ober- und Unterhitze für ungefähr 15 bis 20 Minuten bei 180 Grad einmal in den Backofen. Guckt einfach nach, wie das bei euch aussieht. Wenn die zu dunkel werden, einfach vorher schon rausnehmen. Bei mir waren das tatsächlich eher so 15 bis 20 Minuten. Und das sind jetzt die Kunstwerke, aber da fehlt noch was. Die machen wir noch ein bisschen schick. Wir haben ja Feiertage, das soll schön werden. Also nehme ich jetzt mal eben hier ein Backpapier und ich zeige euch, wie einfach ihr das dekorieren könnt. Ich bin ja gar nicht so ein Dekorierungsgenie. Ich mache das zwar ganz gerne, aber es gelingt mir auch nicht immer so. Hier ist aber wirklich eine tolle Methode, wie ihr das ganz einfach machen könnt. Ihr nehmt euch hier so ein Stück Backpapier. Ich nehme jetzt 2 Stück, weil ich die Öhrchen einmal hell machen möchte. Und dann natürlich noch eben das Gesicht mit dunkler Schokolade. Deswegen brauche ich jetzt hier 2 Spritztüten. Ich habe zwar eine ganz normale Spritztülle, die ist mir aber zu grob. Und mit diesem Pergamentpapier bzw. Backpapier könnt ihr das viel schöner, feiner und filigraner machen. Das eignet sich auch perfekt dafür, wenn ihr mal einen Kuchen mit Schrift dekorieren wollt. Und mit diesem Video wisst ihr jetzt, wie einfach das geht. Hier habe ich ein paar gefriergetrocknete Himbeeren, die sind ein bisschen kaputt gegangen. Und dann habe ich mir gedacht, ich färbe weiße Schokolade mit diesen Himbeeren. Dafür muss ich die natürlich erstmal mahlen. Habe ich schön fein hier in meiner Küchenmaschine gemacht. Ich habe ja so ein Gewürzmahlwerk. Und das kommt gleich in die weiße Schokolade. Vorher formen wir uns aber eben die Spritztöne und das ist super einfach. Ihr seht, hier einmal an der langen Kante kommt die Spitze, dann dreht ihr das so ein bisschen, so, und dann immer so weiter, bis die Spitze komplett zu ist. Das ist wichtig, weil wenn ihr gleich die Schokolade reinmacht, würde euch das sonst rausfliegen. Und dann hinten wird das eingeklappt, dort wo diese Kante ist, also dieses Backpapier. Das andere könnt ihr auch noch mal reinmachen und dann hält das auch fest. Guckt mal, ich halte das gleich nicht mehr und das ist trotzdem so, dass es nicht mehr auseinander geht. So, dann habe ich hier geschmolzene weiße Schokolade. Das sind jetzt 100 Gramm. Da bin ich mit meiner doppelten Menge gut hingekommen. Das heißt, ihr braucht ungefähr 50 Gramm für die einfache Menge, sofern ihr denn die Ohren auch dekorieren wollt. Das mit der Färbung ist natürlich optional. Ihr könnt das auch weiß lassen.
Ich fand das eigentlich ganz süß, so rosa Öhrchen. Und dann gebe ich mit einem Teelöffel ganz vorsichtig die heiße Schokolade hier hinein. So. Und dann ist es ganz wichtig, wenn ihr diese kleinen Tüllen selber macht, dass ihr die richtig faltet. Das zeige ich euch jetzt. Ihr seht ja den Schluss, der zeigt jetzt gerade zu euch. Ich hoffe, ihr könnt das auch erkennen. Wenn ihr dann die Schokolade hineingegeben habt, ist es wichtig, dass ihr das zur anderen Seite hinfaltet. Das heißt, ihr dreht es um und dann gegenüberliegend wird das dann zusammengefaltet. Guckt mal, dann habt ihr nämlich richtig schön Spannung, es geht euch nicht kaputt. Ihr könnt das hier so umdrehen. Ja, Versuch macht klug. So. Und dann könnt ihr anfangen, eure Hasen zu dekorieren. Die Spitze abschneiden, nicht zu weit, es soll ja noch schön filigran bleiben. Und dann ganz einfach. Und ich sag euch, wenn ich das hinbekomme, dann kriegt ihr das 10-mal hin. Also ich bin da wirklich nicht sehr begabt drin. Ich würde das viel gerne und besser machen. Aber hier schön die Öhrchen. Ihr könnt sie auch ein bisschen feiner machen, dass ihr wirklich nur einmal die Kante macht. Ich wollte das aber nochmal schön gefüllt haben. Ihr wisst ja, wir haben so ein paar Naschkatzen zu Hause und die mögen das ganz gerne. Und dann ist es im Prinzip nur noch eine Fleißarbeit. Und das Tolle ist, ihr könnt das auch vorbereiten, die Hasen. Friert sie ohne Schokolade ein und backt sie dann, wenn Ostern ist, nochmal frisch auf. Bei 150 Grad ein bisschen Wasser und dekoriert sie dann nochmal frisch. So, und das Gleiche habe ich jetzt nochmal mit der dunklen Schokolade gemacht. Ich habe jetzt Zartbitter genommen. Vollmilch geht natürlich auch. Die Veganer unter euch nehmen selbstverständlich vegane Schokolade. So, und dann hier ein kleines Näschen, die Augen natürlich vorher und einen kleinen Mund. Und es macht mir so viel Spaß, neues Gebäck für euch vorzubereiten und zu backen. Danke, dass ihr immer hier bei mir seid, so fleißig kommentiert. Ich sende euch ganz liebe und herzliche Grüße. Genießt die Osterfeiertage. Alles Liebe wünsche ich euch und ich bin bald wieder für euch zurück. Eure Emma.